Liebe Monika, einen wunderbaren, ich sage jetzt einmal guten Morgen. Guten Und Morgen. ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über Monarchie zu plaudern. Was ist für dich Monarchie? Und vielleicht magst du auch ein bisschen so von dir erzählen, wie du zur Monarchie gekommen bist, was du mit Monarchie verbindest. Gehörst und ihr habt einen Kurs Monarchie angeboten, eine Fortbildung, und die war dann in Englisch, was für mich schon auch herausfordernd war, aber du warst ja auch mit dabei und hast dann im Rahmen meiner Ausbildung als Energiemedizinerin und Gesundheitscoach bei den Four Winds, Alberto Villoldo und Marcella Lubos und dieses wunderbare Team, da in dem Rahmen habe ich das kennengelernt und habe da schon gemerkt, wie unterstützend diese Riten sind. Es ist aber so, dass diese Ausbildung ja total umfangreich ist und von daher die Monarchie-Riten also so einen ganz kleinen Teil nur ausgemacht haben. Und dann gab es ja irgendwann da bin ich auch durch dich drauf gekommen, weil du ja zu dem Team rund um Korana, also die du in der Gruppe dann auch zusammengefasst hast, sodass wir dann auch deutschsprachig auch üben konnten und unsere Fragen noch stellen konnten. Und ja, ich komme gleich nochmal dazu näher. Jetzt sage ich erst nochmal, aber das schwingt auch gerade schon in mir, ja. Also was Monarchie bedeutet mir was, auf jeden Fall. Ich fühle mich da aufgehoben drin. Und das nicht zuletzt, weil ich das mit euch in dieser Tiefe auch kennenlernen konnte. Ja, also bei den Four Winds war es so, ja, wir haben die Riten bekommen und es war aber nicht so wirklich richtig greifbar. Das war eben nur so ein, ja, eben nicht in der Tiefe. Und bei euch haben wir das also wirklich mit wunderbaren Vorbereitungen und Nachbereitungen und ja, so gemeinsam kennengelernt und wirklich spüren können. Also ich spüre das richtig. Ich spüre das in mir. Ich spüre das, was das als Halt in mir gibt. Und ich spüre auch die Verbindung zu diesen Lineages, ja. Diejenigen, also die Monarchies, Riten verbinden uns ja mit diesen Linien derjenigen, die ja so eine Meisterschaft erreicht haben, erstmal in der Selbstheilung, was ja ganz, ganz wichtig ist und wo ich Riesenschritte auch machen konnte, überhaupt durch die Ausbildung bei den Four Winds, aber auch noch durch diese Vertiefung über die Monarchie-Riten. Und dann geht diese Heilung auch ins Wir, in die nächste Umgebung und dann weiter als, also weiter in die Gemeinde und in das weitere Umfeld und umfasst dann die ganze Erde und letztendlich geht es immer noch weiter und dann bis zum ganzen Universum und unterstützt uns darin, ja letztendlich auch diesem Ruf zu folgen, ne? Dem Ganzen zu Dienste zu sein, zum Besten von allen. Also mich berührt das schon. Ich merke gerade, wie wir richtig, ja, also, ja, mm, also das ist einfach so ein großes Anliegen von mir, ne? Deswegen berührt mich das so. Also zu Diensten zu sein, um Heilung in alles zu bringen, in alles Leben, wo auch immer
wie auch immer das ist, und dass wir unsere Medizin zusammenbringen, ja, und uns alle gegenseitig unterstützen, Mutter Erde, Vater Himmel, das ganze Universum und alles. Also es ist halt riesig groß. Ja. Und ja, es beginnt ja mit denen, die auch für mich so in meinem Alltag ganz viel, also ich gehe jetzt mal auf einen Ritus ein, die in meinem Alltag auch ganz, ganz präsent sind. Also wie zum Beispiel die Bänder, die Vergabe der Bänder und die Bänder der Kraft und die Bänder, die Schutzbänder. Und wo wir die Elemente sozusagen, die Unterstützung der Elemente auch eingewegt bekommen in unser Energiefeld. Und ja, wir haben das zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, so wunderbar gemacht, also in der Vorbereitung, dass wir mit den ganzen Körper unser Energiefeld geöffnet haben für die Aufnahme dieser Elemente oder auch der Archetypen. Ja, oder der Kavak-Ritus fällt mir jetzt auch noch so ein, der Seher-Ritus, wo wir die Verbindung mit den Sehern, also mit der Linie des Kavak vertieft haben. Wir haben das ja über Internet gemacht. Und ich habe natürlich in meiner Arbeit, wir lernen das ja, um das weiterzugeben. Ne? Und deswegen ist das ja auch so bereichernd, weil ich kann das ja weitergeben anderen, denen das gut tut und die das auch wieder weitergeben können. Und das habe ich schon auch vor Ort einiges schon gemacht in der Richtung. Und ganz viel haben wir ja in der Gruppe über Internet gemacht. Ja, also bevor ich die Ausbildung bei Four Winds gemacht habe, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass diese Heilarbeit so wunderbar funktioniert. Also einfach unabhängig von Zeit und Raum. Dann ist es aber auch trotzdem auch einfach klasse, auch vor Ort das machen zu können. Das habt ihr ja jetzt vor. Also ich glaube, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass es mir was bedeutet. Und ja, und ich fand die Art und Weise, wie ihr das vermittelt habt, einfach so klasse. Also so unheimlich liebevoll und sowas von tiefgehend. Da muss ich jetzt auch gerade an YY denken, auch an die Art und Weise, wie sie in Chinesisch, wo ich nicht verstehen konnte, von sich erzählt hat, von dem, was ihr das bedeutet. Und es war so großartig. Also auch aus den verschiedenen Ländern mit den verschiedenen Sprachen zusammenzukommen und zu spüren, was da ist. Ja, was da, also gar nicht unbedingt die Worte verstehen zu müssen, sondern auch zu spüren, ja, wie die Menschen da mit ihrem Gefühl sind und wie das alles mitschwingt. Also, hat alles eine große Schönheit. Ist ja in Munai, ist ja in Liebe und ja, das habt ihr einfach, ihr habt da so viel von und ich habe da auch so viel von und es ist einfach schön, das auch über diese Art und Weise nähren zu können und weitergeben zu können. Ja. Diese Herzensverbindung aufzumachen und in Herzensverbindung zu sein, zu leben. Ja, und wir werden uns ja vom 19. bis zum 29. Mai in Österreich sehen. Eine Gruppe wird durch diese Muneki-Riten geleitet werden und damit wächst diese Familie derer, die
Monarchie leben, die in dieser Herzensöffnung leben und bewusst in dieser Herzensöffnung leben. Und ich glaube, darum geht's. Ja, und es hilft auch jedem Einzelnen bei der eigenen Heilreise. Ja, es unterstützt sehr, sehr, sehr und gibt eben, also auch die Verbindung gibt ja auch noch eine Kraft, ja, in die wir in Kontakt gehen können. Monika, du hast gesagt, es unterstützt bei der Heilreise. Wenn du so nachspürst, was war so das Stärkste, was dich auf deiner Heilreise unterstützt hat? Wo hast du das Gefühl, das war genau der Punkt, wo du bemerkt hast, jetzt bin ich auf der Heilreise? Ich bin ja mein Leben lang schon auf dieser Heilreise, ja, und die geht auch immer weiter. Und die hat einfach große Schritte getan in den letzten 2 Jahren. Und die Riten, Chumpi Kapai zum Beispiel, gibt mir Schutz und Halt und Kraft. Ja? Der Seher-Ritus, der hat mich und unterstützt mich immer wieder. Den habe ich auch bei Marcel auch persönlich bekommen. Der unterstützt mich immer wieder auch im Sehen von meinen eigenen Themen, ja, im Erkennen von Spiegeln, im Erkennen von Schatten und auch im Sehen von, also wenn ich andere unterstütze auf ihrer Heilreise. Und dann auch diese ganz grundsätzliche Verbindung mit dem Hampe, mit der Hampe-Lineage, ne? Und die Archetypen, die in mir sind, die in meinen Chakren sind, also auf die greife ich ja zurückgehen, Verbindung damit. Und also das hat, glaube ich, also da habe ich sehr stark mit gespürt, auf jeden Fall, sehr, sehr stark. Gleich mit dem ersten Hampe-Lineage. Ja. Ne? Und es ist eben immer größer geworden. Es ist, ne, so wie wir selber auch irgendwie ja größer werden, ist es ein Weg, ne, über diese Riten dorthin. Auch das Nähren immer wieder, ne, auch die Feuerrituale. Also die nutze ich auch in meinem Leben total viel, einfach für mich, wenn ich selber mich irgendwas beschäftigt, wo ich nicht so leicht von loslassen kann und irgendwo hänge oder so, dann nutze ich Feuerrituale, um da abzugeben wieder, ne? Und und das haben wir ja da auch, die haben wir ja auch benutzt, um die Verbindung zu nähern, ne? Also wir haben ja als Samen bekommen und haben auch von euch tolle Hinweise bekommen, um das zu vertiefen, ne? Um das zu verkörperlichen letztendlich ja auch alles. Wenn jetzt jemand unser Interview sieht und überlegt, also ich kann es nur empfehlen, mach mit. Ja, es ist einfach tief und hilfreich und nährend und liebevoll. Ja. Ja. Danke dir noch einmal für all deine Worte, für deine Ausführungen und ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns demnächst. Danke, ja.